Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Michatronics. Heute geht es darum, was bauen wir alles um. Was verändern wir alles am Jahres? Was haben wir vor? Es gibt noch sehr wenige beziehungsweise kaum bis gar keine Teile auf dem Markt bisher. Aber ich habe ja schon angekündigt, wir haben schon Stabis bestellt. Einmal Stabilisator für vorne und für hinten und die Domstrebe für die Vorderachse von Cosco. Was fällt mir denn noch so ein, was man da umbauen könnte in dem Fahrzeug oder was haben wir für den vor umzubauen? Also ich denke, ein Fahrwerk würde ihm ganz gut tun. Erstens aus optischer Sicht, dass er ein bisschen runterkommt von seinem hohen Trip und zweitens vom Fahrverhalten her. Dieses Neigen nach links und rechts beim sportlichen Fahren bekommt man mit den Stabis doch wahrscheinlich sehr sicher in den Griff. Allerdings Neigen vorne, hinten beim Beschleunigen und Bremsen wird man damit nicht im Griff bekommen, weil die da gar keinen Bereich haben, wo sie agieren könnten. Ich hoffe ja, dass von Pipercross ein Luftfilter kommt. Einfach eine Luftfiltermatte, weil der Luftfilter an sich schon sehr gut gemacht worden ist, wo man jetzt eigentlich gar nicht eine andere Ansaugung bräuchte. Klangtechnisch macht sowas natürlich oft Sinn. Ob es beim GR Yaris was bringt klangtechnisch, das wissen wir halt noch nicht, das sehen wir dann. Luftfilter, Fahrwerk. Was noch ganz ikonisch für den Toyota GR Yaris ist der Auspuffsound. Wir brauchen eine andere Abgasanlage. Aus welcher Richtung da was kommt, bestimmt aus mehreren, das werden wir dann sehen und uns dann halt für die Abgasanlage entscheiden, die aus unseren Augen halt den besten Klang hat. Das Ganze ist natürlich immer subjektiv, das mag jeder anders empfinden und deswegen ist ja auch gut, dass mehrere verschiedene Abgasanlagen auf den Markt kommen. Dann kann sich jeder anders entscheiden. Noch ein Part. Was brauchen wir für den Sommer? Andere Felgen. Ich würde dieses Jahr im Sommer Originalgröße fahren. Ich würde mir andere Felgen zulegen in der originalen Größe, die originalen Sommerreifen fahren. Eventuell die Felgen dann mit in den Winter nehmen, was ich jetzt dann für den Sommer geplant habe. Und dann nächstes Jahr im Sommer breitere fahren, um auch mal so einen Sommer normale Größe gefahren zu haben und dann die Breiten und den Unterschied zu erkennen. Und das ist natürlich relativ langwierig. Dazu würde ich dann auch gerne ein Video machen, aber das ist noch in weiter Ferne. Noch ein Thema, Bremsanlage. Die Bremsanlage ist doch gut, die ist doch schön groß. Ja, aber wir brauchen Beläge, weil Originalbeläge sind meistens für den Rennstreckengebrauch nicht so gut. Ich bin kein Rennfahrer, aber auf Trackdays, zum Beispiel auf dem Hockenheimring, soll das schon gut funktionieren. Und dann werden wir auch andere Bremsbeläge fahren. Was wollen wir noch? Mehr Leistung. Es gibt ja doch schon einige, die schon im Steuergerät drin sind. Nein. Was da hernach wirklich da rauskommt, wissen die Profis am besten. Und so schnell wird es nicht gehen. Ganz sicher nicht. So, was wollt ihr umbauen an eurem Toyota GR Yaris? Schreibt es unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr sogar mehr vor als ich oder weniger oder vielleicht habt ihr eine andere Idee. Wer weiß, lasst es mich wissen. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert am besten den Kanal. Ich habe gesehen, dass über 90% der Leute, die meine Videos schauen, nicht meine Abonnenten sind. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal. Ihr könnt auch auf die Glocke drücken, wenn ihr das wollt. Dann werdet ihr auch informiert, falls ein neues Video online geht. Ich habe ja jetzt jeden Samstag ein Video online gebracht. Ich werde auch schauen, wenn ich das mit Stoff voll kriege, dass ich das auch weiterhin so mache. Dass jeden Samstag ein neues Video kommt. Also Kanal abonnieren, nichts verpassen. Es kommen weiterhin interessante Sachen über den Toyota GR Yaris. Falls ihr mal was Bestimmtes haben wollt, wenn ich irgendwas Bestimmtes testen soll, ausprobieren soll oder was weiß ich, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Der eine oder andere wird schon wissen, ich habe auch noch einen Instagram-Kanal, den blende ich jetzt hier noch mit ein. Da kündige ich natürlich auch meine neuen Videos an, wenn was online geht und dass ihr da auch informiert bleibt. Ja, das hat mich gefreut, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an dem Video. Freut euch noch auf ein anderes Video und zwar, wie weit kommt man mit dem Yaris bei Reichweite 0 Kilometer? Ich werde es ausprobieren. Für euch. In diesem Sinne, Kanal abonnieren, wie schon oft gesagt. Bis bald.